Ja, wir sind hier im Rundfunkmuseum der Stadt Fürth und der Anlass ist, vor 70 Jahren wurde das erste Grundig-Fernsehgerät gefertigt. Die Leser der Nordbayerischen Zeitung am 28. September 1951 werden nicht schlecht gestaunt haben, als sie ihr Blatt aufgeschlagen haben. Die erste drahtlose Fernsehversuchssendung in Bayern führten die Grundig-Radiowerke in Fürth gestern Nachmittag im Rahmen der Leistungsschau der Fürther Wirtschaft in ihrem Ausstellungsstand in der Gartenschau vor. Nach dem geglückten Start vor Vertretern der Presse werden diese Fernsehsendungen während der Leistungsschau, die bis einschließlich 10. Oktober 1951 geöffnet ist, täglich um 11, 14 und 16 Uhr für die Ausstellungsbesucher wiederholt. Die Sendung erfolgt über das werkseigene Fernsehstudio, da die Errichtung eines bayerischen Fernsehsenders nicht vor einem Jahr zu erwarten ist. Ja, dem Rundfunkmuseum der Stadt Fürth mit der Unterstützung des Fördervereins ist es gelungen, ein Fernsehgerät des Typs 080 von 1951 zu erwerben. Wir sehen es hier von der Rückseite. Nun ist heutzutage Fernsehen ja eine Selbstverständlichkeit geworden, sodass wir uns kaum noch vorstellen können, welche Faszination 1951 von einem Fernsehgerät ausging. Es war schon erstaunlich, als 1951, zu Beginn der 50er Jahre, also die UKW-Technik eingeführt wurde. Das heißt, jetzt plötzlich war ein wunderbarer Klang im Wohnzimmer erlebbar im Vergleich zu den Mittelwellen-, Langwellen- und Kurzwellenbereichen. Und Max Grundig hat auch weitblickend in die UKW-Technik investiert und auch schon 1949 die Produktion von UKW-Geräten vorbereitet. Ja, vielleicht kurz zum Fernsehen in Deutschland. 1935 ging in Berlin das weltweit erste reguläre Fernsehprogramm auf Sendung und 1937 hatte sich schon Deutschland auf ein elektronisches Fernsehsystem mit 441 Zahlen festgelegt und die Markteinführung war für 1939 geplant. Doch dann kam, wie bekannt, alles anders. Der Zweite Weltkrieg begann und die NS-Propaganda wählte den Rundfunk als ihr Medium, um die Bevölkerung in ihrem Sinne indoktrinieren zu können. Ja, umso erstaunlicher die Tatsache, dass nach dem totalen Zusammenbruch sich schon im September 1948 unter der Leitung des technischen Direktors des neu gegründeten NWDR eine 34-köpfige Expertengruppe zusammentraf und eine zukünftige Sendenorm mit 625 Zahlen für Westdeutschland beschloss. Im Sommer 1950 sendete dann der NWDR die ersten Testfernsehbilder der Nachkriegszeit. In Bayern waren diese natürlich nicht zu empfangen und der Bayerische Rundfunk begann erst 1953 mit einem Probebetrieb, sodass sich Max Grundig entschloss, einen eigenen Werksfernsehsender mit Filmabtaster aufbauen zu lassen. Um die Grundig-Entwicklungsingenieure und Techniker entwickelten in Rekordzeit einen auf 625 Zahlen basierenden Fernsehempfänger, eben diesen Typ 080, den sie dann stolz auf der Leistungs- und Gewerbeschau in Fürth erstmals der Öffentlichkeit vorführen konnten. Auf der Basis des 080 entstand dann 1952 die Kleeblatt-Serie, die ersten Grundig-Fernsehgeräte in Serienproduktion. Ja, schauen wir uns mal das Gerät etwas näher an.
Wir sehen die Bildröhre hier noch mit magnetischer Fokussierung. Hier der Hochspannungsteil, schon mit Paralleldioden oder Boosterschaltung, wie sie lange Jahre bei der Röhrentechnik und auch später dann bei der Transistortechnik eingesetzt wurde. Das HF-Teil zum großen Teil mit EF80 Röhren ausgestattet und die FM-Demodulation mit Ratiodetektor, sehr fortschrittlich damals und sehr neu, ist hier auch eingebaut. Der ZF-Verstärker, der Ton-ZF-Verstärker ist auch mit EF80 ausgestattet. Wir sehen hier vorne die Sicherungen, die Feinsicherungen, wie sie auch lange Jahre im Einsatz waren, und als Regler können wir hier erkennen die Bildhöhe zum Einstellen, die Linearität, die Bildlinearität und die Grundhelligkeit. Was wir hier sehen können, ist das 240 Ohm Antennenkabel für die Antennen. Und was damals auch erstaunlich war, man hat es in die technischen Daten reingeschrieben, das Gerät empfängt keine Ultrakurzwellen-Radiosendungen. Das ist später eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass man mit dem Fernsehgerät ja nicht Radio hören konnte. Der Audioteil hier unten, großvolumig, ein ziemlich großer Lautsprecher eingebaut. Das heißt, das Gerät hatte einen sehr guten Ton, und ich habe erzählt, dass zu dieser Zeit auch der UKW-Rundfunk eingeführt wurde. Der Fernsehton damals war genauso gut wie der von dem UKW-Sender kam. Ja, das ist im Großen und Ganzen kurz erklärt dieses Fernsehgerät vom Typ 080. Wie eifrig die Grundig-Ingenieure damals gearbeitet haben, kann man sehen. Ich habe hier eine Patentschrift vom Deutschen Patentamt. Da hat der Entwicklungsleiter damals im Januar 1952 schon ein Patent angemeldet bezüglich der Zeilensynchronisation, die eine Verbesserung der Regelschaltung. Vorher hatte man ja lange Jahre direkt synchronisiert, und jetzt hat man durch Phasenvergleich eine bessere Lösung gehabt. Das heißt also, wenn durch Kraftfahrzeuge oder Elektromotoren der Empfang gestört wurde, dann ist nicht sofort die Zahlenablenkung außer Tritt gekommen, sondern es war so, dass durch diese Zeitkonstante der Regelschaltung das überbrückt werden konnte. Und über die Auslegung dieser Regelschaltung handelt dieses Patent. Es heißt so schön: Verfahren zur Erzeugung von Regelspannungen, zur selbsttätigen Frequenzregelung von Kippgeneratoren, insbesondere für die Zeilenablenkung von Fernsehempfängern. Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland am 25. Januar 1952, das ist also die Einreichung. Und der Peter Everbeck ist als Erfinder benannt. Das war der erste Entwicklungsleiter der Fernsehentwicklung.